Schöne Frauen heißen Jessica Maniac, schöne Männer heißen nicht Jan. Was ist passiert? Naja, wir sind heute Morgen in den USA gestartet. Jessie hat sich umgebucht, statt einzuchecken. Deshalb bin ich heute hier allein. Aber was ich heute dabei habe, ist mein Karriere-Highlight. Es wird richtig großartig. Ich habe einen Lademeister dabei, und zwar in doppelter Hinsicht. Ihr versteht schon, wegen dem Kombi und wegen dem elektrischen Laden. Heute ist mein Karriere-Highlight ganz bestimmt, denn hier steht der Audi A6 Avant e-tron Concept. Wow! Und was der alles kann, ich spoilere ein bisschen. 270 kW Ladeleistung, 800 Volt Technik hier drin, bis zu 700 Kilometer Reichweite, unter 4 Sekunden auf 100. Das werdet ihr heute erfahren. Was werden wir machen? Wir werden über die Optik sprechen, über das Laden, über den Akku, über die Fahrwerkstechnik, über die Motoren hier drin. Ich werde euch also in aller Ruhe alles erzählen, was ich zu diesem Auto weiß. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert genau jetzt den Kanal. Warum? Bei uns gibt es jeden Tag, das ist wichtig, um 17 Uhr ein neues Review von einem neuen Auto. Von der bezaubernden Jessie, die heute leider nicht hier sein kann. Oder von mir, macht das genau jetzt, ist eine gute Sache. Und dann würde ich euch einladen, mich bei der Sache zu begleiten, die ich so sehr liebe, und bei der Zukunft. Kommt mit. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich mit voller Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus, schaut da gern vorbei. Ist eine echt gute Sache, wir vergleichen das selbst. Und wenn man jetzt über die Historie spricht von diesem Auto, dann begann die natürlich mit dem Audi 100, 1977 dann mit dem ersten Avant. Und die Elektro-Historie bei Audi, die ist schon ein bisschen da, ne? 2019 kam dann der e-tron. Der hat auch eine Sportback-Variante bekommen. Ich habe das Auto selbst bei der Präsentation in Los Angeles gesehen. Und wenn man dann weitermacht bei dem Auto, was ja auf einer Plattform steht, die nicht mit Porsche entwickelt wurde. Die J1-Plattform hat man dann benutzt, um den e-tron GT vorzustellen. Da steht auch der Porsche Taycan zum Beispiel drauf. War die andere Vergangenheit der MEB, also der modulare Elektrobaukasten, auf dem jetzt der Q4 steht. Unter anderem auch der ID.4 von VW oder der Skoda Enyaq. Aber was jetzt hier passiert mit der Plattform, ist eine neue, die PPE-Plattform, die Premium Platform Electronic. Und das ist eine, auf der das Auto stehen wird, was 2024 auf den Markt kommt, also der A6 Avant, aber auch der Q6, wie man mir heute verraten hat, was sehr, sehr spannend sein wird. Aber jetzt sprechen wir vielleicht erstmal über die Ausmaße von dem Auto, das 4,96 Meter lang ist, 1,96 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Alter. Es gab ja damals, 1995, glaube ich, diesen Werbespruch bei Audi, schöne Audis bzw. Kombis heißen Avant. Und ich glaube, da wird dieses Elektromodell völlig gerecht, denn die Farbe allein hier drauf, dieses Neptune Valley, schimmert irgendwie gold im Licht, ist allerdings fast schwarz im Schatten, eine richtig schöne Farbe. Aber Elektroautos funktionieren ja nicht nur durch Technik. Mercedes zum Beispiel hat gesagt, wir machen Autos in einer Tropfenform, die manche ganz schön, andere ganz, entschuldigt bitte, hässlich finden. Aber die funktionieren, was den CW-Wert angeht. Audi hat schon immer den CW-Wert optimiert, auch hier. Der hat einen CW-Wert, der gut ist für einen Kombi, von 0,24, während da hinten die Sportback-Version 0,22 hat. Insgesamt kommen wir da mit einem 100 kW Akku zu einer Reichweite von bis zu 700 Kilometer. Dazu kommen wir allerdings später. Wenn man dem Audi jetzt vorne ins Gesicht guckt, dann macht die Marke eines aus, nämlich ein Single Frame. Und der ist hier bombastisch groß und geschlossen. Audi-Logo hier bei dem Concept ist beleuchtet. Das wird vermutlich dann nicht so kommen in der Serie. Hier unten steht e-tron drauf. Ja, eine sehr präsente, sehr mächtige Front. Das ist ein Oberklasse-Kombi. Und wenn wir jetzt mal gucken, das Licht, dann ist eine Sache sehr wichtig, denn Autos, vor allem Audis, verkaufen sich marketingtechnisch in letzter Zeit über Licht. Und da hat man sich sehr viel einfallen lassen. Das ist Matrixlicht und nicht irgendein Licht,
sondern das kann verschiedene Lichtszenarien, verschiedene Tagfahrsignaturen machen, hat so eine Begrüßungs- und Verabschiedungsfunktion. Das ist unglaublich gut, da kann man auch sehr viel zeigen. Theoretisch unendlich viele Lichtsignaturen hier vorne möglich und wenn man lädt im Innenraum, finde ich auch sehr spannend, ja, dann könnte man theoretisch an der Wand, wenn das Auto an der Wand steht, ein Spiel spielen, was ich ziemlich interessant finde dann von innen. Das ist ein tolles Licht, wird einem auch den Weg irgendwie leiten können, zum Beispiel in der Baustelle, also richtig gut. Was interessant ist, wir haben eine sehr lange Motorhaube hier, allerdings kurze Überhänge, das lieben Designer. Auch hier diese silberfarbenen Elemente hier vorne, richtig schön, also für mich von vorne eine der schönsten Audi-Fronten, die ich seit ganz langer Zeit gesehen habe. Ich hoffe sehr stark, dass sehr viel von diesem Audi hier in Serie dann kommt. Und wenn man dann in die Seite geht, dann ist eine Sache bei Audi hoch diskutiert gewesen, schon bei der Einführung vom e-tron, dem SUV und auch beim Sportback, nämlich digitale Außenspiegel. Und ganz ehrlich, zu Recht. Beim e-tron ist so, ihr könnt ihn nehmen, müsst es nicht, deshalb ist die Thematik eigentlich auch nur halb so wild, aber ich mag digitale Außenspiegel nicht so, sie sind gut für einen CW-Wert und was mir auch aufgefallen ist hier, wir haben keine Türgriffe, noch nicht, die werden dazukommen. Aber ich habe mir irgendwann mal geschworen, dass ich natürlich auch der Typ sein will, der euch Optik erklärt, aber erstmal sprechen wir über die Technik in diesem Auto. 22 Zöller haben wir jetzt hier drauf. Könnte man jetzt als kleinen Widerspruch verstehen, was einen CW-Wert angeht. Aber ganz ehrlich, dieses große Auto mit kleinen Felgen wird einfach blöd aussehen. Was eine tolle Felge hier. Die passt sehr schön ins Rathaus. Und wenn man dann guckt, wir haben hier ein Luftfahrwerk drin. Das wird adaptiv sein. Wir haben eine Hinterradlenkung, vermutlich dann optional. Der Akku ist 100 kW groß, liegt schön im Unterboden, sorgt für einen tiefen Schwerpunkt. Interessant, die PPE-Plattform wird natürlich für flachere Modelle nutzbar sein, allerdings auch für SUVs. Die wird flexibel sein im Radstand. Das ist also mal wieder, würde ich sagen, eine echte Errungenschaft im Konzern und dann eben auch bei Porsche. Und man sieht schon, Audi sehr nah an Porsche, wo die Zukunft hingeht. Wenn ihr jetzt mal die Dachlinie anschaut, hier oben ist es ein schwarz abgesetztes Dach. Wir haben hier auch sowas wie ein Glasdach. Das wird sehr spannend sein. Und hier hinten haben wir einen Dachkantenspoiler, der wichtig ist für die Optik, allerdings auch wichtig für einen CW-Wert. Ich werde allerdings noch nicht ganz ans Heck gehen, weil ich natürlich noch was zum Laden erzähle. Hier ist die Öffnung fürs Laden. Ganz spannend ist, wir haben auch eine auf der anderen Seite. Und wenn man über Lademeister spricht bei dem Auto, dann ist es bestimmt nicht nur der Kombi, sondern eben auch die Technik. 800 Volt Technologie hier drin. Jetzt kann man sagen, okay, die hat doch Kia oder Hyundai auch. Aber Audi jetzt eben auch in einer bisschen größeren Größe und einer anderen Preisklasse. Und das Laden hier funktioniert in 10 Minuten, kann man 300 Kilometer nachladen mit bis zu 270 kW. Das ist großartig. In 25 Minuten wäre das Auto dann wieder bei 80% voll, was schon gut ist. Sprechen wir vielleicht hier an der Seite noch kurz über das Antriebskonzept. Wenn man viel Reichweite will, dann hat Audi gesagt, wird es eine reine heckangetriebene Version geben. Das macht das Wettbewerbsumfeld teilweise auch. Dann werden wir bis zu 700 Kilometer Reichweite haben und das Auto wird in unter 7 Sekunden auf 100 sein mit sehr viel Drehmoment. Aber für die maximale Performance, für die Power wird die Allradversion sehr spannend sein. Da haben wir einen Motor hinten und einen vorne. Wir haben keine mechanische Verbindung von beiden Motoren. Heißt, wir haben quasi den schnellsten Allradantrieb, den man sich vorstellen kann. 350 kW insgesamt sind 476 PS, 800 Newtonmeter maximales Drehmoment. Was das Auto wiegt, weiß ich nicht. Aber damit wird der in unter 4 Sekunden auf 100 sein, was eine unglaubliche Spaßmaschine sein wird. Wenn man uns jetzt das Heck anschauen, dann ist es natürlich in Deutschland so, dass wir Deutschen, wir Allmanns, auf Kombi stehen. Und dieses Heck hier, das ist ein richtig breiter, knackiger, entschuldigt bitte, Arsch und das gefällt mir sehr gut. Und wenn ihr jetzt mal guckt hier, das Konzept bei Audi, und das liebe ich, ist nicht prollig, ist nicht drüber, sondern vermutlich nah an der Serie. Das Einzige, was ein bisschen viel ist dieser Diffusor hier hinten, der auf beiden Seiten sehr breit ausgestellt ist, vermutlich auch gut für einen CW-Wert sein wird. Aber eine Sache, die sich so durchsetzen wird, ist das Rücklichtband hier, OLED-Technologie. Und wenn ihr mal nah hier reinschaut, haben wir hier erstmal eine Halbleiterproblematik. Da sind nämlich viele vermutlich drin. Allerdings auch ein dreidimensional ausgeformtes Licht.
Und vielleicht ist ganz interessant, wenn das Auto an der Ladesäule steckt, hier hinten, dann wird es hier so ein kleines Leuchtszenario geben können, wo das Licht dann zeigt, also für außen und innen, dass wir quasi aktuell laden, was ich richtig cool finde. Und hier drin sehen wir dann auch eine grüne Leuchte. Das ist schon cool. Allerdings ist das Ladeszenario das eine. Das andere Szenario ist ganz bestimmt, dass wir hier auch verschiedene Tagfahrsignaturen haben, die wir auch zeigen können hier. Und da sind theoretisch unendlich viele Möglichkeiten da, denn mit den ganzen Elementen hier drin ist es sehr spannend. Wenn wir dann noch darüber sprechen, dass an der Seite 3 LED-Leuchtsegmente sein werden, die dann zum Beispiel Fahrradfahrer waren, bevor wir aussteigen oder so, ist es schon ganz gut. Und guck mal hier oben, dieser Dachkantenspoiler, der ist zweigeteilt. Also dieses Auto vom Heck her, ich kann euch leider nicht den Kofferraum zeigen, ich kann euch leider auch noch nichts über den Innenraum zeigen, aber ich glaube, es geht heute erstmal um die Optik. Was spannend ist auf dieser Seite hier haben wir à la e-tron GT auch noch eine Lademöglichkeit, was sehr gut ist, wird vermutlich optional sein. Das heißt, man kann das Auto flexibel dann von beiden Seiten laden. Ja. Bis dahin würde ich mal sagen, machen wir noch einen kleinen Carporn und dann gibt es ein Fazit. Sprechen wir über das Fazit. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe bei Audi gefragt, sag mal, haben wir jetzt alle Lichtsignaturen gesehen, die ihr auf Lager habt? Und die haben gesagt, nein, noch lange nicht. Und jetzt spielen wir sie vielleicht einfach mal durch. Und während wir hier hinten an diesem wunderbar knackigen Heck stehen, was heißt knackig, breiten, ausladenden, wunderschönen Gesäß, werden die hier alle durchgespielt. Und ich erzähle euch was über das Auto. Also, erstmal, ich glaube, es wurde klar, die Optik für Audi-Fans zumindest zum Dahinknien. Den Innenraum kann ich euch leider noch nicht zeigen, aber die Technik, die hier drin ist nicht nur beeindruckend, wenn man jetzt zum Thema Fahrwerk spricht, mit einer Luftfederung zum Beispiel, was einen stark von Tesla unterscheidet, mit einer Allradlenkung zum Beispiel, sondern eben auch die 800-Volt-Technologie, Laden bis zu 270 kW, in 10 Minuten 300 Kilometer nachladen, ist eine echte Ansage. Dieses OLED-Lichtband da hinten hat natürlich nicht nur einen praktischen Hintergrund, sondern sind wir mal ehrlich, Autohersteller verkaufen über solche technischen Features echt Autos. Für Audi ist es nicht nur eine Licht, sondern auch eine echte Marketingorgel. Und schauen wir sich das vorne mal an, dann sieht man, dass es jetzt hier nicht nur irgendein Licht ist, sondern Audi ist für mich, und das ist ganz klar, Benchmark, was das Thema Licht angeht. Da kann kein anderer Hersteller mithalten, da gibt man sich auch richtig viel Mühe. Ob das jetzt sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber es ist auf jeden Fall eins, nämlich richtig hot. Wenn man über den Preis von diesem Auto spricht, dann kann ich euch leider noch nichts sagen. Der wird mit bis zu 476 PS natürlich nicht ganz günstig sein. Das ist ein Premium-Produkt, ganz klar. Der wird auch ein bisschen Wettbewerb bekommen bei Mercedes, bei Porsche, ja, bei BMW. Aber aktuell hier beim Auto, was 2024 auf den Markt kommt, ja, ist es auf jeden Fall spannend. 2 Kooperationspartner will ich noch nennen. Das eine ist unser Partner Next Level Energy. Die haben den Nick E-Shop. Da findet ihr individuelle Lademöglichkeiten für dieses Auto. Ja, unter dem Code The Car Crash bekommt ihr beim Einkaufswert von ab 150 Euro 25 Euro Rabatt. Und natürlich unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei. Ist eine echt gute Sache. Hier seid ihr allerdings gelandet bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag genau um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden, heute leider nicht anwesenden Jessie und mir. Macht das, abonniert den Kanal genau jetzt, tut euch einen Gefallen, macht euch glücklich und uns steinreich. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch und bis bald in einem anderen Zyklus. Tschüss. I came from the mud. There's dirt on my